Du musst dein Vermögen schützen. Und Vermögen schützen bedeutet nicht, wo finde ich ganz schnell die nächste 100x Penny Stock Aktie oder die nächsten 100x Kryptocoin. Schützen musst du dein Vermögen vor Inflation, vor einem Wertverlust und vor allem vor einem gierigen Staat. Deshalb ist auch ein Investment in Edelmetalle so unfassbar wichtig und noch wichtiger ist es, diese dann außerhalb Deutschland, außerhalb der EU zu lagern. Das mache ich über Granvalora, die nämlich mittlerweile ihr Zollfreilager in der Schweiz haben. Die Umsatzsteuerfreiheit von Zollfreilagern ist am 9. April diesen Jahres abgeschafft worden. Damit hat Deutschland durch die Hintertür, ohne einen parlamentarischen Beschluss, einfach ein 22 Jahre altes Gesetz ausgehebelt, um uns noch mehr Steuern aufzudrücken. Das können wir verhindern, indem wir unsere Edelmetalle in Zukunft in der Schweiz lagern. Ich möchte mit dir also heute ein kurzes, schnelles Tutorial durchgehen, wie du dir das Granvalora Sachwertdepot einrichtest, deine Edelmetalle also außerhalb Deutschlands, außerhalb der EU in der Schweiz lagern kannst und gleichzeitig dir damit noch im Zollfreilager die Umsatzsteuer sparst. Darüber hinaus bekommst du bis einschließlich 31.08.2026 auch noch einen 10% Rabattcode auf deine Einrichtungs- und deine Servicegebühr. Also wenn du auf den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar klickst, dann sollte sich bei dir diese Maske hier öffnen. Wenn ihr euch darüber registriert, werde ich euch auch automatisch als Ansprechpartner zugeordnet. Das heißt, ihr habt auch meine direkten Kontaktdaten und könnt mit mir in den Austausch gehen, wenn ihr weitere Fragen dazu habt. Ansonsten sollte eure Maske jetzt aktuell so aussehen, ihr habt hier die Möglichkeit zwischen Einmalanlage und einem monatlichen Sparplan. Ihr könnt natürlich beides machen. Wir wollen jetzt einmal durchgehen, wie der monatliche Sparplan eingerichtet wird. Das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde. Aktuell haben Edelmetalle ohnehin stark korrigiert. Das heißt, wir haben oder so günstigere Einstiegspreise und wir können wirklich monatlich dort unsere Edelmetalle besparen. Darüber hinaus gibt es bei Granvalora sogar auch seltene Erden- und Technologiemetalle, was persönlich mein Favoriteninvest an dieser Stelle auch ist. Denn gerade bei entsprechenden Rohstoffen, die einfach massiv gebraucht werden, denke ich, ist auch noch einiges an Preissteigerungspotenzial dabei. Wobei es ja eigentlich bei Gold und Silber gar nicht primär um Rendite gehen soll. Das ist meiner Meinung nach trotzdem noch sehr stark damit zu holen. Sollte man also auch auf jeden Fall ins Portfolio mit aufnehmen. Zu diesen strategischen Metallen gibt es auch noch ein sehr, sehr interessantes Buch, was sehr empfehlenswert ist. Könnt ihr euch einfach mal durchlesen, um natürlich auch genauer zu verstehen, ja, wofür sind eigentlich seltene Erden, Technologiemetalle etc. da. Legen wir also los. Ihr könnt hier erstmal auswählen, soll es zum 1. oder zum 15. des Monats eingerichtet werden. Ja, bei mir kommt die Abbuchung ganz normal immer zum 1. Hochsicherheitslager, wichtig auswählen, ursprünglich in Frankfurt. Man kann es natürlich, wer es innerhalb von Deutschland lagern möchte, natürlich immer noch dort belassen. Würde ich aber, wie gesagt, nicht empfehlen. Wir wechseln hier also auf die Schweiz. Da müsst ihr hier natürlich euren Betrag angeben, in welcher Höhe ihr natürlich euren Sparplan einrichten möchtet. Es ist schon ab 25 € möglich. Das heißt, man kann natürlich auch super einen zweiten Sparplan in Form beispielsweise eines Kinderdepots einrichten, um schon für Sohn oder Tochter dementsprechend vorzusorgen. Aber keine Sorge, ihr könnt das auch jederzeit gebührenfrei wieder anpassen, erhöhen oder eben auch weniger einstellen. So, ich gebe einfach mal 100 € ein, dann wird euch hier unten noch die Einrichtungs- und auch die Servicegebühr angezeigt, die ihr natürlich beachten müsst. Die Einrichtungsgebühr ist wie gesagt einmalig, die Servicegebühr erfolgt monatlich an dieser Stelle. Deswegen dieser Rabattcode von 10%, der gilt ein Leben lang. Ihr spart also wirklich unfassbar viel, denn niemand richtet sich ein Sachwertdepot ein, weil man sich morgen 300, 400, 500% Rendite erhofft, um es zu verkaufen. Nein, das Sachwertdepot richtest du ein, um Vermögen langfristig aufzubauen, möglicherweise es sogar noch später weiter zu vererben an Kinder und Kindeskinder noch. Dementsprechend spart man da wirklich langfristig mit dem Code. Dann klickt ihr einmal auf Weiter, dann kommen wir auch zum entscheidenden Punkt. Hier könnt ihr dann eure Sachwerte auswählen, die ihr tatsächlich besparen wollt. Das Ganze seht ihr hier natürlich immer prozentual und sofern ihr diese Zahl hier verändert, wird der Rest automatisch angepasst. Ihr könnt also selber auswählen, ich möchte zum Beispiel 40% in Gold haben, 30% in Silber und dann den Rest auf Technologiemetalle oder seltene Erden verteilt. Könnt ihr ganz einfach die Haken wegmachen oder vollständig wegnehmen, wenn ihr sagt, nee, ich möchte sowieso nur Gold und Silber haben, damit bin ich vertraut. Ganz wichtig, einen Haken solltet ihr auf jeden Fall empfehlen, das ist der bei Diamanten. Ja, Diamanten ist einfach ein Quatsch-Invest und generell, selbst wenn ihr da mit 100 € euren Sparplan habt, wovon 2, 3, 5% in Diamanten gehen, dann habt ihr in 50 Jahren keinen Karäter voll, also so oder so. Es lohnt sich einfach nicht, insbesondere wenn man eher mit kleinerer Sparsumme aktiv ist. Ich habe es bei mir genauso gemacht, ich habe alles mit aufgenommen, außer Diamanten. Persönlich aufgeteilt habe ich es in 30% Gold und 30% Silber und den Rest dann entsprechend so gelassen. So ist meine persönliche Verteilung aktuell. Wie ihr das möchtet, könnt ihr natürlich vollkommen selbst entscheiden. Wenn ihr sagt, ich brauche eigentlich überhaupt gar kein Gold und Silber, ich habe zu Hause schon genug davon,
möchte in dem Fall hier nur seltene Erden besparen, dann könnt ihr selbstverständlich auch das machen. Auch dann klickt ihr einmal auf Weiter, dann müsst ihr natürlich eure persönlichen Zahlungsinformationen angeben. Relativ selbsterklärend. Das Einzige, auf das ihr noch achten müsst, ist in dem Fall, dass es eine Lagergebühr gibt, die von 0,8% pro Jahr anfällt. Das ist aber vollkommen normal. Verglichen mit anderen Edelmetallhändlern ist die Gebühr relativ identisch. Das war es auch schon. Kurzes, knappes Tutorial. Gerade die letzten 2 Jahre haben gezeigt, wie wichtig Edelmetalle auch im Portfolio sind. Ja, es ist einfach eine gute Absicherung. Gleichzeitig haben wir insbesondere in der letzten Zeit auch noch massiv Rendite, insbesondere mit Silber und seltenen Erden auch gefahren, während beispielsweise der Kryptosektor sehr stark korrigiert hat. Es ist also so oder so auch eine gute Art der Diversifikation. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da und schaut dann gerne nochmal beim nächsten Video vorbei.